Hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal, zu meinem Fassprojekt 2026, zu einem neuen Teil. Wir haben wieder eine etwas längere Pause gemacht. Ich hatte zwischendurch ohne euch einmal kurz das Fass kontrolliert, aber alles fand ich noch im Rahmen. Gehen wir straight auf die 3 Monate im Fass zu, also 3 Monate der Madeira im Fass. Ich habe ihn jetzt hier schon mit der Pipette entnommen und will jetzt mal gucken, wie er sich entwickelt hat, wie stark die Holzaromen schon durchscheinen oder eventuell auch sogar überlagern. Und dann machen wir in einem zweiten Teil heute mal ein kleines Verkostungsexperiment. Wir werden nämlich den Glengarry, also unseren Grundstoff Whisky, verkosten, indem wir einfach ein bisschen Madeira hinzugeben. Also wir faken das Finish, wenn man es so sagen will, was natürlich nicht das gleiche ist. Wir mischen die beiden Dinge. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Fass-Finish, aber mal gucken, was mit dem Whisky passiert, wenn wir ein bisschen von dem Original Madeira reinmachen. Das ist aber jetzt im zweiten Teil. Im Teil geht es darum, wie sieht es aus mit dem Madeira im Fass nach nahezu 3 Monaten. Wenn ich auf die Farbe gucke, die immer noch wunderbar aussieht, nehme mal hier ein Blatt Papier und halte das so dagegen, vielleicht hier hinten, wo ein bisschen mehr Licht ist. Ich hoffe, ihr seht, die Farbe sieht immer noch gut aus. Sicherlich auch immer noch ein bisschen nachgedunkelt. Und dann wollen wir mal gucken, was sich da getan hat. Also, was ich ja finde, ist, dass die Nase, wenn ich jetzt an den Ursprungsmadeira denke, wirkt die Nase jetzt viel alkoholischer, was eigentlich nicht sein kann, weil Alkohol wird eher abnehmen im Fass. Aber das mag durch diesen Holzeinfluss kommen, dieses Würzige, was ja Holz auch mitbringt. Das Fass ist ja auch ein bisschen getoastet. Und ich finde jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, die Nase interessanter als noch am Anfang des Fassprojekts. Jetzt hat man eben nicht nur diese süß-saure Mischung, sondern man hat was Würziges, ein bisschen Eiche. Diese Röstaromatik, die ist auch sehr viel besser jetzt da. Die ist wunderbar. Also die Nase gefällt mir, wie gesagt, besser als zu Beginn. Aber es geht natürlich auch ein bisschen darum, zu kosten, wie der Geschmack sich entwickelt hat. Also, Madeira immer noch von der Charakteristik vorhanden. Süß-sauer. Aber jetzt hast du sehr viel mehr. Rotweintrinker wissen, was ich meine. Dieses bisschen pelzige, diese Tannine, die jetzt sehr, sehr stark kommen auf der Zunge, nachher auch beim Abgang, die sind jetzt deutlicher spürbar, gehen auch mehr in den Vordergrund. Die fruchtigen Noten treten etwas zurück, sind aber immer noch gut schmeckbar. Es ist jetzt nicht so, dass das überbordend stark wäre, was wir hier im Geschmack haben, von den Tanninen her, vom Fasseinfluss her. Hinten raus kommt jetzt schon, da werden die Tannine schon ein bisschen bitter. Es ist jetzt noch nicht eine Bitterkeit, die gar nicht mehr schmeckt, die also zu hart ist, aber es ist eine gewisse Bitterkeit da. Die macht es zunehmend schwieriger, aber noch nicht sehr schwierig. Insofern würde ich sagen, Vorbelegung noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Mindestens noch so 1,5 Wochen, dann haben wir ja Ostern. Mal gucken, vielleicht nach dem Osterfest könnte man mal überlegen, dann die Vorbelegung zu beenden und den Whisky einzufüllen. Zweiter Teil jetzt. Ich werde den Whisky verkosten mit etwas purem Madeira drin. Ich weiß, vielleicht Puristen werden sagen, das geht ja gar nicht, aber naja, so ein bisschen als Gag kann man das bringen. Wir sehen uns also gleich wieder zum zweiten Teil dieses Videos. Zweiter Teil, ich sagte es schon, Fass ist wieder da, wo es hingehört, nämlich an seinem Ruheplatz. Ich habe nun mir etwas von den Glengarry eingegossen. Hier ist er noch pur. Ich würde ihn auch noch mal kurz verkosten. Das hatten wir ja schon, aber so ein bisschen in Erinnerung rufen. Das ist ja etwas länger her. Und dann machen wir, hier ist der Madeira. Sieht man mal deutlich dunkler. Machen wir da ein bisschen was rein. Und dann gucken wir mal, ob sich da gravierend etwas ändert an der Aromatik. Ja, schon Apfel hatte ich, glaube ich, gesagt. Und zwar eher so ein süßerer Apfel, also nicht so ein ganz frischer grüner Apfel. Also heute ist es eher ein Apfel, der schon ein bisschen reifer ist, also ein bisschen roter. Und Gebäcknoten hat er wieder sehr schön. Vanille ist da natürlich, das ist aber nicht sehr dominierend, bei dem wirklich gar nicht.
Ja, aber diese Gebäcknoten sind wunderbar. Und der hat so ein bisschen was. Kennt ihr diese Apfelringe? Die so ein bisschen, so, die grün, die süßer. So riecht der. Cool. Okay, kurz mal nochmal den Geschmack in Erinnerung rufen. Ja, also er hat so süßliche Noten, was Honiges, Gebäck ist wieder da, Gebäcknoten. Aber was ein bisschen reinkommt, ist so Getreide. Genau. Ein getreidiges Abgang, wunderbar, wärmend. Da ist die Süße stärker da. Und beim Abgang finde ich auch die Vanille sehr viel stärker. Das finde ich jetzt weniger, auch in der Nase nicht, im Geschmack ein bisschen, aber dann am Ende. Da ist Vanille ganz viel da. Okay, also da war so drin, das sind jetzt hier ungefähr 2 Cl. Ich würde jetzt hier mal von dem Madeira, das sind immer so 2 Milliliter, das wäre jetzt 10%. Machen wir ruhig mal 2 rein, das sind 20. Das ist jetzt schon recht großzügig. Macht man eigentlich nicht bei Whisky, ich weiß, da muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass die beiden Flüssigkeiten sich so ein bisschen vermengen. Wie gesagt, der Purist sagt jetzt, was machst du da? Und ich habe das eigentlich auch noch nie gemacht. Ich habe jetzt nicht mal, auch nicht in Rotwein mal einen Whisky gekippt, um was zu faken. Aber ich fand es ganz witzig als Idee. Und damit auch in den Videos mal was anderes passiert, als nur, dass ihr mal das Fass seht und denkt, jetzt kostet er wieder und sagt, geht weiter. Machen wir mal was anderes. Dann gucken wir mal. Ja, also wenn ich jetzt die Nase vergleiche mit vorher, dann ist die jetzt weiniger. Sie hat mehr Weinaromen, also auch so ein bisschen Trauben. Ja, also dieser rote Apfeltouch, der ist jetzt doch deutlich reduziert und der weicht jetzt schon einem frischeren Eindruck, vielleicht auch ein bisschen was, ja, also so Zitrus ist es nicht, aber es geht in so eine Richtung. Also das ist auch eine ganz schöne Mischung. Und diese Gebäcknoten sind auch ein bisschen weniger. Du hast mehr diese Weinaromatik. Und vielleicht auch einen kleinen sauren Touch. Also die Nase ist anders, ist deutlich anders. Ich würde sagen, jetzt ein bisschen schwächer, aber wir haben ja auch den Whisky verdünnt mit einer Flüssigkeit, die weniger Prozente hat. Das heißt jetzt nicht, dass er nun verbessert ist. Der hat ja 56%, das hat 18. Svatsche. Also man merkt schon, dass der Alkohol ein bisschen softer vielleicht daherkommt. Ne? Auch wenn der jetzt bei dem Whisky absolut nicht stechend ist und auch nicht zu pfeffrig. Hier ist er ein bisschen weicher. Insgesamt ist es, finde ich, deutlich süßer geworden, was jetzt keine Überraschung ist, denn wir haben hier einen Süßwein reingemacht. Und hinten raus der Abgang, der wird richtig süß. Das ist schon Vanille, das ist sowas wie Rohrzucker. Beim Geschmack muss ich noch mal kurz. Cool. Also die Getreidenoten im Mund, auf der Zunge, weg. Dann beim Runterschlucken, kurz wieder da. Oder sie bleiben eigentlich auch im Abgang, aber sind deutlich weniger, deutlich herabgesetzt. Sehr süßlich, wieder dieses weinige, ja, so Weingummi. Schon die süße Fraktion vom Weingummi. Also da passiert schon was, ob das jetzt eine gute Simulation ist dessen, was wir nachher beim Whisky erreichen werden und wollen. Das will ich mal dahingestellt sein lassen. Das können wir dann vergleichen, wenn es soweit ist. Aber ich fand es eine ganz witzige Idee. Und ja, das war so ein bisschen vorweggenommenes Finish. Hat mit dem Finish, ich weiß, nicht so viel zu tun, aber als kleine, spaßige Simulation. Doch ganz nett, hoffe ich. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Nächster Teil, mal gucken, auf jeden Fall wieder das Fass im Mittelpunkt und wahrscheinlich dann langsam so die Zeit, wo der Whisky ins Fass kommt und der Madeira dann herausgenommen wird. Ja, freut mich, dass ihr so lange zugesehen habt. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da oder auch einen Kommentar. Wäre cool. Bis dann. Danke.